Hallo! Heute in unserer Hallo. wunderbaren Videoreihe von Young Caritas in Europe interviewe ich den Gregor von der Young Caritas Österreich. Hallo Gregor. Hallo Irene, grüß dich. Hallo. Gregor, wie sieht es bei dir aus? Wo arbeitest du gerade? Bist du im Homeoffice? Bist du im Büro? Und seit wann? Tja, ich bin seit 13. März sind wir in Österreich alle in Homeoffice, zumindest also flächendeckend. Das ist schon eine Zeit her. Und jetzt gerade seit ein paar Tagen sitze ich in einer wunderschönen alten Scheune. Habe ich hier meinen Arbeitsplatz in einer schönen alten Scheune mit herrlichem Blick ins Grün. Das ist die Sahnenseite der Corona-Krise. Und davor hatte ich sehr beengte Arbeitsverhältnisse, weil ich wohne mit meinen 3 Kindern und mit meiner Frau auf 80 Quadratmeter. Das heißt, es war very tiny. Und genau, es war herausfordernd, da im Homeoffice zu sein. Aber seit 13. März volles Homeoffice. Wir fahren jetzt langsam wieder hoch. Das heißt, Bürobetrieb beginnt peu à peu, noch unter Social Distancing Maßnahmen. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird, etc. etc. Das heißt, es spielt sich jetzt gerade ein und man beginnt langsam wieder hochzufahren. Aber wir können bis Ende Mai sollen wir, so dass es gut möglich ist, und das ist bei uns gut möglich, Homeoffice machen. Was war denn für dich die größte Herausforderung in den letzten Wochen? Große Herausforderung war, sich auf das Ganze einzustellen, oder? Das war ja emotional aufregend, das war logistisch aufregend, man musste sich das Leben neu organisieren, man musste sich die Arbeit neu organisieren. Arbeit und Privates sind ineinander verschmolzen, zusammen. Ja, das musste man sich alles organisieren. Ich finde jetzt gerade den Ausstieg auch, also den Ausstieg, der es zurzeit ist, so die Zahlen weiterhin sich so gut entwickeln jetzt gerade, den finde ich total spannend, weil der emotional mich anders erwischt als der Einstieg. Der Einstieg war aufregend und wow, wir erleben alle etwas gemeinsam. Das war auch ein spannendes Gefühl, sozusagen wir alle sind in dieser Situation. Und es haben gefühlt auch alle mitgezogen. So hast beispielsweise gemerkt, dass sich voll viele Leute bei uns gemeldet haben, bei der Caritas oder auch bei der Young Caritas, um irgendwas machen zu können. Die gesagt, also Leute, die vorher sich noch nicht bei uns gemeldet hatten, haben sich in dieser Krise bei uns gemeldet und haben gesagt, hey, können wir irgendwas tun? Ich will was machen. Es war ein großes Bedürfnis da. Und ein großes Gefühl von, da sind wir alle irgendwie gemeinsam drin. Also das war auch schön. Das hat eine schöne Komponente für mich persönlich. Und jetzt beim Ausstieg bemerke ich, dass ich genervt bin, dass ich eine Spur grantig bin. Das finde ich total spannend, dass der Ausstieg emotional anders ist wie der Einstieg. Und ja, genau. Also ich finde den Ausstieg gerade, obwohl es schön ist, mühsam. Gibt es denn quasi, hat sich jetzt durch Corona auch eine Chance für die Young Caritas ergeben? Also wie hat sich eure Arbeit verändert und habt ihr da vielleicht auch davon profitiert? Die Lage hat sich ganz stark verändert, weil ein Großteil unseres Jobs und der Sachen, die wir machen, wir gehen einfach raus in Schulen, in Betriebe, in Fahren und arbeiten dort mit jungen Menschen zusammen, machen Workshops mit ihnen, also Bildungsarbeit. Und auch die Aktionen, die wir machen, konnten jetzt nicht stattfinden. Ja, beispielsweise, wir haben das Laufwunder, das ist ein riesengroßer Lauf, da laufen über 20.000 Kinder mit an verschiedensten Orten, abgeblasen. Das heißt, das war mal urherausfordernd, das alles zu managen, abzusagen, runterzufahren. Und dann aber zu schauen, was kann ich trotz dessen machen, weil trotz dessen sind Menschen bedürftig und musst du schauen, dass du diese Menschen unterstützt. Oder gerade wegen Corona sind jetzt noch mehr Menschen bedürftig. Also es ist ja so, dass jetzt viel mehr Leute auf Unterstützung angewiesen sind in Österreich als zuvor. Und da war die Herausforderung eben, wie kann ich das ins Digitale rüberbringen oder was kann ich anders machen, damit ich etwas ersetzen kann. Und beispielsweise, wir haben eben unser Laufwunder haben wir eben ersetzt jetzt mit dem Lesewunder, wo wir eben Kids eben mittels Lesen von Büchern sozusagen auch ihren Beitrag leisten können und uns unterstützen können. Und das war ziemlich cool, dass wir das gemeinsam als Team geschafft haben. Und unsere Arbeitsbedingungen waren aber sehr heterogen in Österreich, weil viele von uns Kolleginnen in Kurzarbeit gegangen sind. Das ist ein Modell, das gibt es, glaube ich, bei euch in Deutschland auch, oder? Aber das ist eben so ein Modell, wo die Allgemeinheit, also die Arbeitslosensozialversicherung sozusagen übernimmt da einen Großteil deines Lohns und du sozusagen gehst 10 bis, das machst du dir dann mit dem Betrieb aus. Ich bin seit 1. Mai auch in Kurzarbeit, das heißt, ich arbeite jetzt seit 50%. Das heißt, ich bin von 120 auf 50 runtergefahren. Und genau, also das ist herausfordernd für die Kollegen, die heute in dieser Situation sind, weil alles, was du neu machst und was du anders machst, klar. Aber wir schaffen das ganz gut. Also schwierige Bedingungen, aber wir haben neue Projekte aufs Leben, also
zu Leben gebracht, gemeinsam, mit großer Anstrengung und großer Freude. Und andererseits haben wir auch gerade unsere Workshops oder teilweise zum Beispiel Ausstellungen oder so Führungen und Rundgänge, die wir anbieten, haben wir digitalisiert. Also auch hier, das finde ich immer recht kreativ und gut mit der Situation umgegangen. An sich auch gut angenommen, aber halt gerade alles, was mit Schule zu tun hat, ist halt schwierig, weil Schule gerade so anders ist. Und das heißt, da geht es einfach darum, für uns immer so abzuwägen, Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen und sie nicht zu überfordern, weil klarerweise, die haben jetzt ganz andere Probleme, wie was könnte ich denn noch mit meinen Kindern machen oder was könnte ich ihnen zusätzlich noch bieten, sondern jetzt geht es einfach um die grundsätzlichen Sachen. Und genau, das war halt für uns herausfordernd. Ja.